Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Baldurs Gate 3. Wir sind hier gerade in einem Gefängnis von der flammenden Faust, haben uns hier ein bisschen umgeschaut und ein paar Sachen geplündert. Jetzt wollen wir versuchen hier wieder rauszukommen. Schloss knacken unmöglich, okay. Das kann man da wohl nicht knacken hier, das Schloss. Jetzt müssen wir gucken, wie wir hier wieder rauskommen, damit die Wache uns nicht sieht. Die hat nämlich schon die Tür aufgemacht. Oder nee, die war noch auf, glaube ich. Ja, die ist auf jeden Fall da. Und guckt. Okay, sie geht wieder weg. Wunderbar. Dann kommen wir jetzt raus. Wir haben nämlich ein bisschen was gestohlen und in der letzten Folge hatte sie uns dann einmal erwischt. Wir hatten aber kurz vorher zum Glück gespeichert und ich wollte nicht, dass sie uns jetzt hier den Krieg erklären, weil wir gerade frisch erst in Baldurs Gate angekommen sind. Cooking as fast as I can. Those fists have got bottomless bellies, I swear. Ja, der Koch, der liebt seinen Job. Okay, da dürfen wir nicht rein. Da werden wir für abgestraft, wenn wir da gucken. Gut, dann gehen wir hier in der Gasse weiter, würde ich sagen. Bietet sich ja an. Können auch mal die Karte öffnen. Hier sind wir reingekommen. Und ja, hier gucken wir uns gerade ein wenig um. So, wir hatten noch ein paar Briefe zu lesen von der letzten Folge. Strafe von Beraterin Floric. An diesem Tage steht Floric, ehemalige Beraterin der Vier, in einer geschlossenen Sitzung vor dem Hohen Magistrat, beschuldigt, verurteilt und überführt des Hochverrats, der Volksverhetzung und der Anstiftung zu Unruhen. Sie wird hiermit ordnungsgemäß zum Tode durch den Strang verurteilt. So sterben alle Verräter an Staat und der Stadt Baldurs Gate. Floric haben wir bereits befreit aus dem Gefängnis. Die muss sich dem nicht mehr aussetzen. Ein ausführlicher Bericht über den Aufstieg des Steinfürsten angesichts des Angriffs auf bekannte Gildenbetriebe und der Ermordung erfolgreicher Gildenmitglieder lautet meine professionelle Schlussfolgerung, dass in der Unterstadt ein neuer Akteur Fuß gefasst hat, und zwar der Steinfürst. Meine Quellen deuten an, dass Neunfinger und die Gilde weiterhin ein Maß an Kontrolle besitzen, der Steinfürst allerdings aggressiv die Hand nach ihren Gebieten ausstreckt. Das hier ist kein gemeiner Revierkampf, hier geht es um den Thron der städtischen Unterwelt. Wenn wir diesen Konflikt ignorieren, könnte er leicht auf die Stadt übergreifen. Laufende Mordermittlungen. Ein Zwischenbericht über eine laufende Ermittlung. Er beschreibt einen starken Anstieg an Mordfällen in der Stadt sowie die Brutalität der Verbrechen. Bisher wurden keine Hinweise auf den oder die Mörder gefunden. Der Bericht schließt mit der Empfehlung, die Öffentlichkeit möglichst lange im Dunkeln zu lassen oder bis der Mörder zur Rechenschaft gezogen wurde. Und dringend Ballistenwiederkehr. Über den Bericht prangt in roten Buchstaben das Wort abgelehnt. Mitteilung für Feuerportür beim Basiliskentor von Panzerhandschuh de Vella Urquell. Betreff Wiedererstarken des Baalkults. Gnädige Frau, meine Ermittlung im Fall von Herzogin Stelmans Tod hat mehr als nur Mord zutage gefördert. Die Herzogin wurde mit Kriecherschleim gelähmt, ehe sie 36 Mal in ritueller Manier auf sie eingestochen wurde. Ihre rechte Hand wurde entfernt. Die Mordrate in der Stadt ist zudem auf einen Rekord hoch, ohne dass es ein erkennbares Muster unter den Opfern gäbe. Diese Zahl an Morden wurde zuletzt während des Ballistenvorfalls im Jahre 1369 DZ verzeichnet. Ich bitte weder darum, in der Stadt höchste Alarmstufe auszurufen, noch behaupte ich, die nötige Antwort dazu zu haben. Ich bitte lediglich um Ressourcen. Gebt mir eine kleine, gut ausgebildete Truppe, dann werde ich euch die Wahrheit hinter diesen Toten liefern. Falls die Ballisten tatsächlich zurück sind, müssen wir bewaffnet und bereit sein oder fürchten, dass sich die Geschichte wiederholt. Okay, auch schön, dass wir da ein bisschen was erfahren konnten. So, was ist das hier? Fions Tagebuch brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Vater Logans Tagebuch würde ich nochmal aufbewahren. Fion haben wir nämlich mittlerweile gefunden. Die ist ja leider auch gestorben. Ist dem Mörder zum Opfer gefallen. So, was haben wir hier? Noch ein Briefkasten. Weitere Briefe. Treffen wir uns. Eine hastig hingekritzelte Notiz. Ich habe die Informationen, die ihr wolltet. Ihr hattet recht. Die Mitgliedschaft im Tempel wächst.
Ich werde euch alles über ihr sogenanntes Tribunal erzählen. Trefft mich morgen, ihr wisst wo. Blutgefleckte Nachricht. Ein Streifen Papier, auf dem im Blut die folgenden Worte geschrieben stehen. Ich habe euch gefunden. Eine letzte Chance. Ihr seid nicht gekommen. Ist euch nicht klar, dass ich für euch den Hals riskiere? Ich kann auf dieser Information nicht sitzen bleiben. Sie werden mich finden. Ich gebe euch eine letzte Chance. Trefft mich heute Abend oder kontaktiert mich nie wieder. Städtische Bekanntmachung zur Kanalisation. Die Behörde für Abflüsse und Kanäle weiß um das Problem des penetranten Gestanks, der aus den runden Gullideckeln strömt, die Zugang zur Kanalisation der Stadt bieten. Der Stamm der Gossenkobolde, der beauftragt wurde, um den Durchfluss in den Abwassertunneln zu gewährleisten, wurde offenbar durch unbekannte Kräfte oder Umstände getötet oder vertrieben. Die dadurch entstehende Blockade ist Ursache für den unangenehmen Geruch. Die Behörde ergreift geeignete Maßnahmen zur Behebung der Situation. Versucht bis dahin bitte nicht, selbst tätig zu werden. Es ist Bürgern verboten, die runden Kanalisationszugänge zu nutzen. Überlasst das Abwasser den Profis. Ja, auch die Zettel können wir dann verkaufen bei Gelegenheit. Haben wir alles gelesen. Our enemies are everywhere. Da wollen wir auch rein. Watch your back. Simple. Keine Tür bleibt hier verschlossen vor uns. Got a long road ahead. Have to keep going. This corpse has been desecrated, displayed, and there's nothing random about it. Ein unechter Kopf von Balthasar. Gohambury Tresp. Oh, abgetrenntes Narrenbecken. Balthasar der Fünfte. Was? Zirkuskleidung. Ja, Schnibbels der Narr. Das Abbild von Balthasar, dem es an Ehrgeiz mangelte. Welchen Nutzen hatte seine Weigerung? Er hielt sich für frei, aber das Schicksal forderte dennoch seinen Leichnam. Darunter steht eine übertriebene Unterschrift, verfasst in Blut, Orin die Rote. Interessant. War das jetzt der Mörder oder war das Orin? Das weiß man nicht so genau. You are not going to die. We've got no choice. We have to do what he says. Was wer sagt. Very well. Listen and submit to the mistress of disease. Aha, okay. Plakate Antifettel-Unterstützungsgruppe. I wonder if my old things are still there. They could be of use to you. Okay, Taverne Elfgesang, das ist wahrscheinlich das Gebäude, wo wir uns gerade vor befinden. Gortash, an archduke. Saw him once at a distance. Looked like too much of a pipsqueak to fill those boots. Tja, lass ihn das mal nicht hören, du. I would love to have seen Gortash's coronation, but I would have to have skipped the after feast. I'm on a strict diet. Caitlin. Gortash's diary. You want the who's who and the what's what? Speak to Karis. She's always got the best goss. None of it's been wrong yet. Ja. Das ist die Dame. Now don't believe anything Kate over there tells you. She's an awful liar. Okay. Da hat also keiner was von beiden zu erzählen. Fibelia. Vincent here is a wastrel and a scapegrace, but he does amuse me. When I think about the poor refugees starving in Rivington, I could just weep. I believe I'll drown my tears in another brandy. La la la, dee da dee dum dee dee, bum bum bum. Was singt ihr da für ein Lied? The Roses of Eliant. I may work for a hard-hearted rat fucker, but I still keep a song in me heart. Okay, dann gehen wir hier mal rein. Let's see what this does.
Taverne Elfgesang. Oh, wie bist du denn hier? Ein Ork? Welcome, traveler. Remember, this ain't the blushing mermaid. It's the elf song. So behave yourself. Droht mir nicht, wenn mir jemand droht, drohe ich zurück. You want trouble? Take it down to the guild hall, tough buckets. Not here. Ja, das lassen wir uns ja nicht gefallen hier. Olorik Witzfreud. Hello, old friend. Oh, so I assume I used to know everybody around town. Now I'm a new man. Ihr klingt ziemlich verkorkst, ehrlich gesagt. Messed up is what I was before. I was a playwright who'd lost the will to create. Now I see just how little that matters. Okay. Viele Leute hier. You talk about the honor of your order, but what about my honor? I made a deal. Stug, if you want to join the Vigilant Knights, you have to quit beating people up. Muss jemand zusammengeschlagen werden? Das kann ich machen. I'm supposed to bust up this guy what owes money to Uktar of the guild, but Gerva says if I want to join her order, that's a no-go. But I already took the money for it from Uktar, so I gotta follow through. It's like an oath or something. And I know you understand oaths, Gerva. What am I going to tell the Vigilant Knights, Stug? That you're knee-breaking for goodness? Okay, wisst ihr was, Stug? Gebt mir das Geld, das ihr von Uktar bekommen habt, dann seid ihr fein raus. Helm's Gaze, you sound like a guild lawyer. They must think I'm pretty dumb. And maybe I am. Because I'm going back to return Uktar's money. Don't wait up, Gerva. Might take me a while to crawl back home with 2 busted knees. Okay, können wir mit ihr nochmal sprechen? Still here, stranger? Me too. Not yet ready to face up to what I have to do, I guess. Just one more, Stug, and then we'll go. See you, stranger. Ja, bis dann. Ona. That puffed up parvenu, Gortash, an archduke. However did they find a crown big enough for his head? Was haben wir da? Of course I heard about it. I hear Walde Walnuss. I am hopeful that we shall be thoroughly entertained. I hear this fellow is monstrously droll. Snappy dresser, that Willoughby. Though he should lose the monocle. The real shame. Get ready. I hear this guy is really good. My buddy Roanoke almost pissed himself laughing. Okay. This dwarf in the audience matches the description of that serial killer. He bears watching. What the hell are you staring at? Well, I got spinach in my teeth. Nein, mir gefällt nur euer Wams. Rot, sehr hübsch. Isn't it? Got it at Carmen's, if you must know. Now, button it, I want to hear this guy. Look away. Act like you don't know me. Come on, be a pal. Und Belfort? Welcome to the Elf Song Traveler Tavern. No, wait. That's backwards. Anyway, my dad tells the jokes here. Sometimes they're funny. Hey, smart stuff. I'm Willoughby, the comedian. And we got a little contest here called the Laugh Riot. You want to play along? Ja, ihr macht mich neugierig. Was ist Lachangriff eigentlich? It's all about the Boffoyoks.
We see who can tell the funniest stories, and the winner gets the prize. Na schön, ich bin dabei. Ist sicher besser als Ratten zu töten. Great! I'll go first to show you how it's done, and then you can see if you can top me. Hello, Baldurians! You know, I wouldn't be here tonight, except my wife ran off with a cambium. That's right, I got fiend zoned. We used to have a drow comedian. I had to ask her to stop casting Tasha's hideous laughter on the audience. Then I asked her how many drow it takes to light a torch, and she said, none. We have dark vision. So I killed her. The elf song patrons think that one's funny. There may be hope for you yet. Your turn, smart stuff. Knock 'em dead, but not literally. Got me? Okay. Was ist der Unterschied zwischen einem Zwerg und einem Landhai? Der Landhai kann man nicht werfen. Adequate, but no better. Okay. Wie nennt man einen Raum voller Leute, die nicht applaudieren? Tot. Oha. Da kommen wir auf 21. Oh, hang on. This should be against the rules. Klatscht oder ich reiß euch das Rückgrat raus. Wir gucken mal. Are you kidding? Come on! Cheers, whistles, and applause. You're almost shocked. Yeah, you're hilarious. Now get out of here before I lose my job. Wir wollen aber unseren Preis noch bekommen. Second best? Me? Maybe it's time for this old boy to find a new grift. Aber wir haben noch gar nichts bekommen jetzt. Okay, hier, da ist der rote Zwerg. Mit dem nochmal sprechen. This guy is funnier than a gnome on a windmill. Ja, haben wir schon gesehen. Sowas wird tatsächlich praktiziert. Just between us, I don't believe everything I hear from Archduke Gortash. He's entirely too slick to be trustworthy. If it were up to me, I'd replace all the flaming fists with steel watches. At least the big teapots don't make lewd suggestions when you pass by. They smell better too. Tausche. As far as I'm concerned, Lord Gortash gets the benefit of the doubt. Until he does something obviously wrong, he's got my support. We can't afford to be squabbling with the absolute crawling up our asses. Okay, hier sind noch irgendwie Krieger. I sure wouldn't want to be one of the flaming fists. They got the shittiest job in town. Believe me, I know something about knocking heads together. Das glaube ich dir gern, ja. Sounds better every day. From one warrior to another, I must say, it's just embarrassing the way the Flaming Fist lets this murderer go around killing people and getting away with it. Denkt ihr, dass die Fäuste dieser Aufgabe nicht gewachsen sind? They used to be capable enough, but they've gotten slow and lazy. Corruption makes you soft. Wie würdet ihr denn vorgehen? I'd start a special crime unit. A half-dozen hard cases. Grab some likely losers in the back alleys and beat on them until we got some answers. Ich glaube, das ist Commander Oren. Portier says she already has some investigators she trusts. Soft-talking namby-pambies, I'd wager. But when they fail, and they will, count on it. She knows where to find Dame Gizarm. And then it'll be my turn. Ja, oder auch nicht.
drink up, Blas. We're celebrating. If you won't drink with me, I bet this stranger will. Right, stranger? Möglicherweise. Was trinkt ihr denn da? Was feiert ihr? I'm Clovia Throaks. Pleased to meet you. Our son Gaspar has finally found himself a proper job. Aye, security at the steel watch foundry. But I still wish he'd taken up the family business. Now, Blas, you know Gaspar never had the patience for all the stitching a tailor has to do. Schneider, das ist gute, ehrliche Arbeit. Sewing rabbit skin cloaks. Well, that's all right for some, I guess, but not for our Gaspar. No, our Gaspar preferred hanging around the guild hall. I was afraid he was going to end up as a guild bone breaker. Good thing I introduced him to darling Tamia Holst. She straightened Gaspar out. Found him a place in the foundry. Clovia, das klingt ja, als würdet ihr diese Tamia verehren. Steht ihr euch nahe? Perceptive one, aren't you? Blas, plum bubbles may have gone to my head, but I guess it's time to tell you. I'm leaving you. I'm starting a new life with Tamia. I'm going to sell the business. The money we used to start it was mine in the first place. I'm afraid that's it. For throats, for cloaks. Oh, dear. The bottle's empty. Let's have another and talk about it. I think I need to take a walk. In a minute. Okay, das ging schnell. A new Archduke? Fancy. Never had one of them before. So, wir sind fast durch hier mit den Leuten. Oh, da sind noch mehr. Archduke of Baldurs Gate. I hear he's moved into the penthouse at Worm's Rock. That place must cost a fortune. Per diem? Alan. Aye, aye. Pull up a seat. If you can find one spare, that is. Die Geschäfte laufen gut. With all this talk of war, what else are folk to do but drink? I reckon the murder we'd had something to do with it too. Got punters all intrigued. On that morbid note, what can I get you fine self? Was ist mit diesem Mord? Going to make this place famous, I reckon. Victim is a bloody duke. Boleyn Stelmane. Well, she was a duke. Now she's just bloody. I reckon I'll be able to charge double for that room once the constable's done with it. Murders and ghosts are always grand for business. At least, I hope. Ich suche nach einer Unterkunft. I tell you what, the murder upstairs has brought some punters, but it's also really spooked folk out of renting rooms. If we get you staying up there, perhaps folk will calm down and realise there's nothing to worry about. You can have the whole upstairs floor until this killer thing blows over. Ihr seid optimistisch. Warum glaubt ihr, dass es so schnell kein Thema mehr sein wird? The city always wins. There's always some hero that saves the day. It's the way things work. Vielleicht könnte ich einen Rabatt auf die Unterkunft erhalten. Charity in Baldurs Gate. Good one. Ihr verlangt 200 Gold für ein Nachtlager neben dem Schauplatz eines Mordes. Ernsthaft? Dann nehmen wir den besseren Würfel. Keep your voice down about the bloody murder upstairs. Top floor's all yours. If it gets a bit too noisy at night, well, don't sleep above a pub. Also, geht doch. Ganz umsonst, statt 200 Goldstücke zu bezahlen. Was haben wir hier? Einen kleinen Lagerraum. Hier ist noch Regeln für Gäste der Taverne. Tavernenregeln, nur Barzahlung, bezahlen an der Bar, kein Ansprechen für kostenpflichtige Intimitäten, kein Spucken auf Boden und Wände, kein Beschwören von anderen Ebenen, keine Prügeleien in der Taverne Elfgesang, macht das draußen ab, keine Untoten oder Geister, wir haben selber genug. Okay.
Dora Daumfuß. Pardon me, sir. You look prosperous. I'll bet you have someone who'd like a nice piece of jewelry at discount price for a good cause. Oh, was ist das für ein guter Zweck? Escape. Escape from Baldur's Gate for my husband and me. Lord Gortash wants Marek's head, so we have to get out. There's a smuggler's sloop leaving for Waterdeep with 2 berths left. But the captain wants a fortune for him. This necklace is all I have. Ich glaube, die Situation hier wird sich bald ändern. Ihr solltet hier bleiben. You think so? I wish I shared your optimism. But I can't. For Marek's sake. Goodbye. Okay. So, das sind nur Gäste. Corilla. Da ist sie wieder. If it isn't Raphael's latest client. Savior of the city, isn't it? Hoffentlich habt ihr recht mit dem Retten der Stadt. The boss is always right. Even though he's so very wrong. Und was genau ist eure Aufgabe? When I'm not keeping my eye on potential clients like you, I make sure the House of Hope is fully secure. Raphael kann sein Haus doch sicher selbst verteidigen. When he's there, yes. But he's a busy man. Contracts and interests in many places and on many planes. This current crisis has him so busy, he's barely been home since he met you. Die Sicherheitsmaßnahmen müssen streng sein. As a noose. Doesn't stop people from testing it, though. Devils often have prettier hordes than dragons. Sneaking thieves into their vaults is a lucrative business. Doesn't usually end well for the thieves. But sometimes the thieves are rich, smart, or well-connected enough to come back in one piece. Take our esteemed Lord Gortash, for example. Talking about this won't end well for either of us. So, if you'll excuse me, conversation's over. I've got to sober up and get back to work. Okay, dann tu das mal. Thanks again, stranger. You'll make her guide you. Ja, wunderbar. Das sind nur Gäste. Bevor wir hochgehen, würde ich mich hier nochmal in der Küche umschauen. Damn rats. Oi, you! I thought I asked you to clean the rats out of this cellar yesterday already. Hop to it. Get in there. Ihr wagt es, das von mir zu verlangen, dem Kind von Baal, dem Gott des Mordes? Killing's killing. Don't say you love your work if you ain't sticking by it. Real bull spawn would kill them rats. Oh, go on. Nothing better to practice your skills on than a few rats. Okay, es gibt Ratten im Keller. Just lying around you. Hello, servant ape. Would you kill those rats, please? Their presence vexes me. Kein Problem, dann machen wir das doch. See Alan at the bar for drinks. I'm busier than a two-pecker go. Hilfskoch. Rovia burned the bullier base again, and now I have to scrub the pot. Some chef he is. Ach, da ist die Rauschmeißerin wieder. There you'll find my old lodgings. Okay, Leute, ich würde sagen, dann gehen wir in der nächsten Folge runter in den Keller und kümmern uns da um die Ratten. Und vielleicht finden wir auch den alten Unterschlupf von Imperator, da gucken wir mal nach. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid und wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal.